Die Monkey News des Tages von State of Survival. Für heute für alle, die Generation 7 bis 12 in der Limitless Edition als nächstes bekommen. Die Kostenstruktur für die Potion als auch die Kapseln und zum Schluss auch für die Vollendungschips. Fangen wir an. Das erste kostet euch eben 80 Potion, das heißt 5 mal von den 16 Stück. Danach kommt das nächste, das sind dann eben 5 mal in Summe 24, bedeutet 120 in Summe. Der dritte Teil vom Hirn kostet euch 200, also 40 pro Stück, und 5 kostet 320 und das letzte kostet euch eben 480 von den Kapseln. Bedeutet, in Summe für das blaue Gehirn gebt ihr 1120 von den Potion und 80 von den Kapseln. Dann seid ihr erst eigentlich beim wirklichen Limitless-Gehirn. Elite ohne Ende ist das erste, das kostet euch 160 von den Potion und 24 von den roten Kapseln. Also 80 und 12 pro Stufe. Das nächste ist 3 mal im Endeffekt die Aktivierung auf Zellebene. Die kostet immer gleich viel. Also für 2 Stufen in Summe 160 und 24 bedeutet pro Stufe, pro Aktivierung auf Zellebene sind das 80 und 12. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr alle 3 braucht und ihr müsst auch immer bedenken, dass ihr diesen Schwung, den ihr dort seht, von den Gehirnen, also die oberste Ebene ist Aktivierung auf Zellebene 1 und trifft dann später, wenn ihr den Boost freigeschaltet habt, auf 2. Der Boost kostet euch einmalig 200 Potion und 30 Kapseln. Dann sind wir bei der Sinnesaktivierung 1. Da bedingt es eben der Aktivierung auf Zellebene 1 und die kostet euch auch 230 und das gilt eben für alle Sinnesaktivierungen. Und da ist immer, dass die Sinnesaktivierung 2 ist abhängig davon, dass du auch die Aktivierung auf Zellebene 2 komplett hast. So, und das ist immer die Voraussetzung dafür. Davon gibt es 3 Stück. Dann gibt es hier bei den Generation 7 bis 12 die Dosierungsbooster 2, der kostet euch auch 230 Stück. Und jetzt kommen wir zu den ganz wichtigen Teilen. Das ist das, was wirklich einen großen Unterschied macht. Das sind die Fähigkeitenverbesserungen. Die sogenannten Ammo-Clips, wenn ihr das bei mir lest, das sind die kosten jeweils 600 Potion und 90 von den Kapseln ist immer nur 1 von 1 möglich. Die boosten wirklich eure Skills. Es wird für die Generation 7 bis 12, sobald das alles fertig ist, auch einen Guide geben. Gesamtkosten für Lila sind 3480 und 522 von den roten Kapseln. Gesamtkosten für beide Gehirne zusammen ohne Skills sind 4600 Potion und 602 von den Kapseln. Kommen wir zu den Fähigkeiten und Skills. Das ist besonders, weil es ein großer Unterschied zwischen Generation 7 bis 12 Limitless-Version zu Generation 13, 14. Ihr könnt natürlich die goldenen Fragmente nutzen, um die Skills zu leveln, die normalen heldenspezifischen Fragmente und die Kapseln. Davon zahlt ihr 70 je Level oder 700 von den Potion. Ich habe sie rausgenommen, weil das kann ich keinem empfehlen. Ihr könnt die ansammeln. Bedeutet, für einen Held bis Level 9 kostet das 1680 von Heldenfragmenten oder eben den Kapseln. Kommen wir jetzt zu den Completion Chips. Bei den Completion Chips ist es ganz einfach, das ist im Endeffekt das, was wir als XP-Bücher hatten. Da steigert ihr die Marschkapazität. Und ansonsten geht es nur darum, dass ihr die Fähigkeiten für die Herausforderungen, also die Explorations, verbessert hat. Das soweit zu Generation 7 bis 12 Upgrade-Informationen